Hallo ihr Lieben, ja, ich versuch's nochmal. Komm mal her. So, jetzt aber. Wir sind, das gibt's doch nicht. Jetzt hat mir der kleine Mann hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, eiskalt mal die Hose eingesaut. Naja gut, es ist unser letzter Tag hier in Lübs, hallo. Genau, ich melde mich gar nicht von zu Hause aus, auch wenn die Bilder und die Inspiration, geh doch mal zur Seite. So, wenn die Bilder und Inspirationen nicht von hier stammen, genau, ich bin ein bisschen durcheinander, also ich fange nochmal an. Hallo, ich melde mich aus einem halben Kurzurlaub. Gerade sind wir in der Nähe von Lübs, in irgendeinem kleinen Örtchen. Ich weiß gerade noch nicht mal, wie es heißt. Und heute treten wir auch schon wieder die Heimreise an. Wir warten jetzt noch darauf, dass einer meiner beiden Männer... Komm mal weg da. Einer meiner beiden Männer Feierabend hat, der arbeitet nämlich hier, der ist beruflich hergekommen und wir anderen beiden haben ihn begleitet. Und so wie der dann Feierabend hat, machen wir uns alle auf den gemütlichen Heimweg und kehren vielleicht nochmal irgendwo ein und gucken uns noch etwas an. Genau, da es aber nicht möglich gewesen wäre, bis zum Sonntag das Video noch zu schneiden mit Inspirationen von hier, habt ihr noch ein paar Inspirationen von dem Tag vor unserer Abreise bekommen, aus dem kleinen Klostergarten. Und ich melde mich aber jetzt von hier aus, weil ich hier das Video schneiden und fertigstellen werde. Sonst passt das mit dem Veröffentlichungstag irgendwie nicht. Und ja, ich wollte euch ja wieder erzählen, was mir meine Woche so verschönert und erhellt hat. Und das sind ganz klar die kleinen Orte hier gewesen. Denn auch dieser Ort ist ja total besonders für mich und ganz wunderbar, erholsam. Und ja, die von euch, die ländlicher oder vielleicht sogar ganz weit auf dem Land wohnen, werden das wahrscheinlich gar nicht ganz nachvollziehen können. Für die ist das ganz normal. Aber für alle Städter unter uns ist es hier wie so eine ganz andere Welt. Und natürlich habe ich schon häufiger Abstecher in kleinere Ortschaften und kleinere Örtchen gemacht, die ruhiger und stiller waren. Und natürlich habe ich auch viel davon gelesen und Filme geschaut. Aber es ist irgendwie nochmal etwas ganz anderes, in so einem kleinen Ort wie hier zu sein. Hier ist gar nichts, also irgendwie gefühlt eine Handvoll Häuser und das ist dann das Örtchen oder Dörfchen oder wie. Und das war's. Ich glaube, es gibt kein einziges Geschäft hier, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt einen Bus, der nur auf Bestellung fährt, einmal stündlich, aber auch nur, wenn man ihn 2 Stunden vorher anruft. Und das war's. Und es ist wahrscheinlich für jeden Städter auch ein Stück weit ein Albtraum, aber ich merke zunehmend mit jedem Tag, den ich hier in der Nähe verbringe, in diesem ganzen Gebiet hier, wir sind hier viel rumgefahren und haben uns hier viel angeschaut, eine Veränderung in mir drin und gefühlt zum Richtigen hin. Hier ist alles sehr viel ursprünglicher, bodenständiger, zurück zu den Wurzeln, so fühlt es sich hier an. Und klassische Normen von hübsch oder so hat es zu sein oder so müsste es doch sein, das was gerade in ist, was ja so die Mode gerade ist, und das meine ich nicht nur auf Kleidung bezogen, interessiert hier relativ wenig. Und Äußerlichkeiten sind hier nicht so wichtig. Es wird doch mehr auf den Menschen innen drin geschaut. Man kennt sich untereinander und unterstützt sich. Kenne ich so bei uns auch nicht. Die kleine Bushaltestelle. Und daneben ist so ein kleines Häuschen. Das ist ziemlich groß, da findet die ganze Schulklasse drin Platz. Und es ist
total charmant. Es hat ganz viel Charme. Es ist warm und trocken und man steht da wirklich noch unter. Bei uns aus Hamburg kenne ich das, dass wir einfach nur so eine Stange haben mit einem Informationsschild, was für ein Bus und wann und wie. Und das war's. Und da stehst du da, ob Sonne oder Regen oder Sturm, du stehst da dann im Freien. Ja, sie fahren natürlich häufiger bei uns und hier hast du unter Umständen längere Wartezeiten, aber auch das, finde ich, ist nicht wirklich eine gute Begründung, denn hier weiß man, der fährt einmal in der Stunde zu einem festgelegten Zeitpunkt. Auch hier müsstest du nicht unbedingt große Wartezeiten haben. Hier wird nichts geklaut offensichtlich, denn hier stehen 3 Fahrräder und sie sind nicht angeschlossen. Und die Kinder haben ihre Helme einfach in dieses Bushaltestellenhäuschen gelegt, ebenfalls einfach nicht gesichert. Völlig undenkbar für mich als Städterin. Es gibt Mülltonnen, die nicht angekettet sind, die auch nicht modern sind, keine Kunststofftonnen. Die ist schon steinalt. Mir wurde gesagt, die kennt man noch von vor 50 Jahren so ungefähr. Die hat noch nicht mal Rollen unten. Und sie wird hier noch benutzt, denn sie funktioniert ja noch. Warum soll man sie wegtun und ausrangieren und was Neues nehmen? Es funktioniert ja noch. Und das verdeutlicht so ein bisschen die Mentalität dahinter. Wir waren gestern in so einem Museum und da waren ganz viele, die hier so in der Umgebung wohnen und erzählten auch, ja, warum soll man das wegschmeißen und sich was Neues holen, nur weil die Mode gerade anders ist oder nur weil es ein neueres Gerät mit einem etwas anderen Design gibt und wie schnell Dinge kaputt gehen. So ein Wasserkessel, wo der Schnippel zum Anstellen aus Plastik ist oder aus Kunststoff ist und sehr schnell kaputt ging. Das Thema beschäftigt die Menschen hier sehr und das nicht, weil es gerade in den Medien groß thematisiert wird, Thema Nachhaltigkeit, Energiesparen, sondern hier wird das sowieso gelebt. Es ist eher so, dass das große Thema in den Medien hier gar nicht so ganz richtig verstanden wird, weil hier macht man es doch schon so. Und für mich wirkt es sehr heilsam, sehr natürlich, sehr so sollte es sein. Und es fühlt sich sehr entschleunigend an. Hier ist keine Menschenseele. Ich bin hier jetzt schon eine ganze Weile, ein Stündchen bestimmt. Hier ist mir noch nicht ein Mensch begegnet. Es ist einmal so ein Traktor hier vorbeigefahren, aber das war's auch. Und das kann sicherlich auch beängstigend sein, aber es kann einen auch zur Ruhe bringen. Für mich bedeuten diese kleinen Ortschaften hier und Dörfer und diese kleinen Ecken des Lebens so viel Wahrheit, Minimalismus. Nicht, weil es den Trend gibt und weil es den Minimalismus gibt, sondern hier lebt man das dann irgendwie ein Stück weit auch so. Und es ist viel wichtiger, was der Mensch ausstrahlt, nicht was er für Klamotten trägt oder was für einen Status er hat oder was für einen Schulabschluss er hat, sondern der wahre Mensch dahinter zählt. Ich habe mit einer Apothekerin gesprochen, die in Berlin studiert hat und ist danach wieder hierher gekommen, weil sie meinte, hier ist das alles sehr viel wärmer. Sie ist jung, ich weiß nicht, 24, 25. Mensch, es ist einfach hier so viel wärmer und so viel schöner. In Berlin war ihr das alles zu unpersönlich. Und ja, diese Inspirationen von hier, die haben mich tatsächlich durch diese Woche getragen und lassen sehr viel in mir zurück, lassen mich sehr nachdenklich werden über auch meine Lebenskonzepte für mich als Städterin. Und ich genieße es. Ich tauche hier sehr ein, genieße auch die Ruhe, die Abgeschiedenheit. Für mich als Hochsensibler auch ganz wunderbar. Ich bin hier draußen und ich bin nicht von den ganzen Eindrücken erschlagen, die um mich herum sind. Weder weil hier so viele Menschen sind, noch weil hier anderweitig sehr viele Reize sind. Irgendwie hat man hier sehr viel mehr Zeit auch, weil man sich nicht mit so vielen unnötigen Dingen beschäftigt. Und ja, schwer in Worte zu fassen und ich habe schon genug Worte und genug Zeit hier für euch zusammengeblabert. Ich hoffe, ihr hattet auch eine ganz schöne Woche und ich würde mich sehr freuen, von euch ein bisschen was zu hören zu diesem Thema, wie es euch damit geht. Wo wohnt ihr? Lebt ihr in der Stadt oder auf dem Land? Und hier kommt gerade das erste Mal ein Auto vorbei. Wie geht es euch damit und was könnt ihr euch für euch vorstellen? Und habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht, dass das genau gegenteilige Konzept des Lebens für euch auch faszinierend wirkt? Also ich würde mich super freuen, von euch zu hören und mit euch ein bisschen Austausch zu betreiben. Macht es ganz gut und ansonsten hören und sehen wir uns hier nächste Woche wieder oder zwischendrin auch sehr gern bei Instagram, da können wir uns auch ein bisschen besser austauschen. Macht's gut. Tschüss.